Hallo Leute, da bin ich wieder. Ich habe wieder was Neues für euch, eigentlich was Altes, aber für euch, für diejenigen, die neu den Kanal hier gefunden haben, Short and Classics, für die ist das natürlich was Neues. In aller Munde ist jetzt ja E-Busse, E-Fahrzeuge und sowas alles. Und wenn ihr euch daran erinnert, die anderen Videos, die ich euch mal gezeigt hatte, wo ich den Friedhof von den alten Bussen und so, da waren so viele Kommentare, kann man den nicht retten, kann man da nicht noch was machen? Und damals schon hatte E-Trofit diesen Idee gehabt, alte Busse, die noch so TÜV-mäßig noch in Ordnung sind, aber wie gesagt, wegen der Norm und sowas alles, den Dieselmotor raus und da ein E-Motor rein, beziehungsweise umrüsten als E-Fahrzeug, damit sie nicht auf dem Schrott landen. Wenn ihr das sehen wollt, guckt euch das Video mal an. Ist ein Klassik, wie gesagt, hier kommen jetzt öfter die Classics für die neuen Fans von Mehmet Oe. So, auf geht's! Guten Morgen Leute, am frühen Morgen habe ich heute einen Dreh und zwar schaut mal, was hinter mir ist. Genau, ihr habt richtig gesehen, einen alten, umgerüsteten C1. Dazu werden wir natürlich auch noch einen Gast haben, der uns das bisschen erklärt. Aber wir schauen uns den jetzt erstmal von außen, von innen an, bis die technischen Daten gleich bekannt gegeben werden. Wenn euch sowas interessiert, dann bleibt natürlich dran. Alles nach dem Intro. Also Leute, das hier ist ein C1. Wie ihr sehen könnt, der ist ein bisschen geändert. Hier vorne an dem Stern ist ein E. Wofür das E ist, das wisst ihr bestimmt, mit der Steckdose ein Elektro. Aber die Einzelheiten, das wird uns gleich einer erklären, wenn er kommt. Ansonsten versuche ich das. Wir schauen uns das Ding noch von außen an. Wie ihr sehen könnt, äußerlich nicht viel geändert, außer, wenn ihr sehen könnt, der Diesel, und direkt an dem Tank hat man hier auch schon einen Schalter gebaut. Der wird hier geladen. Das weiß ich schon, die kann man abdrehen, die Kappen hier so, ne, seht ihr, und da sind dann die Stecker, da kann man dann laden. So, ganz Einzelheiten weiß ich auch noch nicht ganz genau, aber das wird uns gleich der Typ erklären, der gleich kommt und uns das alles vorstellt. Wenn ihr sehen könnt, oben ist zum Beispiel noch so ein komisches Teil. Da habe ich mich auch schon mal schlau gemacht. Das ist für die Kühlung, für die Akkus gedacht. Ich nehme alles schon mal ein bisschen vorweg, wenn er mal nicht kommen sollte oder so. Der hat versprochen, um 9 Uhr hier zu sein. Deswegen schauen wir uns das mal an. Was vielleicht interessant ist, diese Tür hier. Ja, ich weiß nicht, was für ein Modell das ist. Der hat hier nochmal so eine Tür für an und raus. Der hat jetzt im Moment noch keine Luft, weil ich will das Ding erstmal noch nicht anschalten. Ja, hier innen drin hat sich nicht viel geändert. Ich müsste nur einen Modelltyp mal gucken, warum der jetzt hier so 3 Türen hat. Ja, ihr wisst ja, ich bin einer von der schnellen Sorte. Ich nehme das immer vorweg. Hier hinter habe ich mir sagen lassen, sind die Batterien, hier auf der Seite auch. Mal gucken, ob das auf ist. Hier könnt ihr sehen, jede Menge Batterien. Auf der anderen Seite auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Batterien. Die sind, glaube ich, zum Anlassen. Wie gesagt, technische Sachen kann ich im Moment erstmal noch nicht erzählen. Das wird aber gleich gezeigt. Diesen Bus habe ich übrigens in Busworld 19 in Belgien auch schon mal gesehen. Hier sind die ganzen Komponenten. Das sieht doch mal interessant aus, Leute, oder? Mit den ganzen Steuereinheiten, hier mit den ganzen Kabel, hier wird alles. Das ist wirklich, hier sind nochmal die Akkus zu sehen, hier unten. Auf der Seite hat er dann auch nochmal Akkus. Hier hat er noch so einen Lüfter. Und ich habe mich, wie gesagt, ein bisschen schlau gemacht. Ich weiß, dass er auch 3 oder 4 Wasserpumpen und sowas alles hat, um die Kühlung zu gewährleisten, weil Kühlung spielt hier, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und das Rote hier, das ist so ein Löschsystem. Da oben könnt ihr auch sehen,
wenn mal hier Feuer fängt oder so, dass der hier mit einem Gemisch alles löschen kann. So viel erstmal von außen. Mal gucken, ob der Typ gleich kommt. Wenn ja, dann wird er uns sicherlich Näheres dazu sagen. Wir können aber jetzt schon mal reingehen und schauen uns das Teil mal von innen an. Ich bin echt mal gespannt, was für ein Typ das ist. Ihr wisst das bestimmt, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Also ich habe hier so ein Citaro mit so 3 Türen noch nicht gesehen. Okay, für die Farbe kann man sich grün, okay, jedem selbst überlassen. Wir wollen natürlich dann nachher auch mal hören, was Sinn und Zweck dieser Umwandlung überhaupt ist. Ja, hier ist nochmal Werbung. Ja, die haben auch schon natürlich schon diesen Spuckschutz hier, auch in grün, ganz anders wie bei uns. Ich denke mal, hier liegen auch Papiere, da können wir uns mal ein bisschen schlau machen. Ich habe noch keine Unterlagen gefunden bis jetzt, was für ein Baujahr das ist und so. Aber das sieht mir, ja, der hat schon keinen Tachografen. Der hat hier oben schon mit digital. Wie gesagt, jetzt können wir nur warten, dass der gute Mensch kommt und uns den mal ein bisschen vorführt. Das dauert mir viel zu lange, bis der Typ kommt. Ich gucke mal, ob wir den geschaltet kriegen. Wird wohl nicht schwer sein. Zündung an. Okay, Zündung ist schon mal an. Der hat hier 8900. Der hat bestimmt 1 Million schon drüber, oder nicht? Das weiß ich jetzt gar nicht. Hier hat jemand auf D vergessen. Also wenn ihr mal ausschaltet, nie im Gang lassen. Oh, das sieht mir sogar nach ZF-Getriebe aus. Okay, ich starte den jetzt einfach mal. Tut sich nichts. Da muss man bestimmt was beachten. Guck mal, was hier noch steht. Reichweite 58%, 6 kW, Niedervolt-Batterien 27,V und sowas alles. Nur der springt jetzt im Moment nicht an. Keine Ahnung warum. Man muss bestimmt irgendwie noch einen Knopf oder irgendwo was betätigen. Hier hat er auch noch mal Emo-Schalter und so. Ja, wie gesagt, ich lasse mir das mal lieber erklären, sonst haut das nicht hin. Also der springt jetzt im Moment so nicht an. Vielleicht muss man da irgendwie was machen oder so. Keine Ahnung. Mal schauen. Aber schaut mal, was ich hier sehe, Leute. Das ist doch ein Schalter für Anmachen. Also drücken wir da mal drauf. Halten wir mal bis 3 Sekunden. 21, 22, 23. Springt immer noch nicht an. Also Leute, ich habe mich jetzt schlau gemacht. Der gute Herr war da, hat mir alles erklärt, hat mir auch sehr gut alles erklärt. Aber er wollte natürlich, so wie viele andere, nicht vor die Kamera. Ist auch verständlich. Also vorhin lag ich schon richtig mit Zündung erstmal an auf Stufe 2. Und dann warten, bis das Teil hier hochfährt. Dann fährt der nämlich hoch. Wie ihr sehen könnt, hat er jetzt 58%. Der rechnet dann nachher, wenn ich einmal gefahren bin, auch die Reichweite, wie viel man mit 58% kommt. Der hat mir gezeigt, hier, man kann hier weiterschalten, was jetzt hier im Moment passiert. Ja, Strom geht jetzt auch schon auf die Hinterachse. Und wenn beim Bremsen wird er ja dann automatisch geladen. Temperatur hat er jetzt 2 Grad Kühlmitteltemperatur der Antriebe und Kühlmitteltemperatur der Batterie, also ist noch frisch, weil ich habe den noch nicht gefahren. Und hier kann man noch diverse Helligkeiten hier am Display einstellen. Ich habe ja gerade hier gedrückt und so, Leute, der hat ja gar keinen Anlasser mehr, der hat gar keinen Dieselmotor mehr. So müsst ihr euch das vorstellen. Im Prinzip, der macht auch Luft und so, weil er auch keinen Kompressor hat. Luft und so, guck mal jetzt, der hat schon volle Pulle Luft. Alle Türen, alles ist schon fertig. Ne? Kann man hier auch Türfreigabe und so. Alles ist elektrisch. Im Prinzip jetzt nur noch Gang rein, Gas geben, dann fährt der. Man hört den ja nicht. Und ich wollte ja gerade euch noch zeigen, dass der Motor läuft und so. Der ist jetzt im Moment so startklar. Ja? Wir fahren den jetzt mal eine Runde und dann erzähle ich euch noch ein bisschen mehr dazu. So Leute, meine ersten Meter mit einem Elektro, muss man ja schon sagen, geht erstmal die Tür zu. Man hört gar nichts. Ich bin ja gewohnt, aber ich denke, läuft der schon? Er läuft schon. Einfach nur Gas, natürlich gucken.
Okay, auf geht's, Leute. Total ungewohnt erstmal. So, beim Bremsen, dann, was passiert beim Bremsen? Er rekuperiert direkt und holt die Energie zurück oder einen Großteil der Energie zurück und speist sie zurück in die Batterie, sodass ich damit wieder eine höhere Reichweite habe. Also ist wichtig, versuche mal viel zu bremsen. Richtig zu bremsen ist das Stichwort. Oh ja, Leute, der ist ruckzuck. Und hier kann man jetzt auch sehen, dass er 13 kW bringt, 18 kW, 73. Wenn man Interesse hat, kann man sich das natürlich dann alles anschauen. Retardermäßig hat er jetzt natürlich sozusagen keinen Retarder, denke ich mal, wenn man bremst. Ja, geht alles direkt auf die Achse. Und es ist ein ZF-Getriebe. Es ist kein Getriebe, es ist ein Planetengetriebe, das direkt auf die Achse aufgeflanscht ist. Aha. Seht ihr, das müssen wir alles noch wissen, Leute, weil solche Sachen. Ich habe den ja auch schon mal auf der Busworld gesehen, wie ihr wisst. Und aber so an für sich, für die Stadt, optimal. Ich merke aber im Anzugmoment, wenn man, ich habe jetzt noch gar nicht, wir haben jetzt erst mal 30, aber sobald man ein bisschen die Gaspedal schon anklickt, ja, man wird wirklich fast, wenn man das, wenn jetzt hier kein 50er wäre und richtig Gas geben würde, man wird wirklich so, man merkt das, dass man in den Sitz gepresst wird. Ohne Scheiß jetzt. Also das, wie viel PS hatte das mich jetzt mehr oder kW mehr als so einen normalen Dieselmotor? Also der hat zweimal 125 kW pro Achsseite jeweils eine aufgeflanschte E-Motor. Ja. Und durch das Planetengetriebe kommen wir in Summe auf pro Seite 11.000 Newtonmeter bzw. 22.000 Newtonmeter in Summe. Wunderbar. Das ist nicht schlecht. Also bis zu. Wie lange dauert das Aufladen nochmal hier, wenn man den jetzt, sagen wir jetzt noch 54% und man will diese 100% erreichen? Ist abhängig von der Ladestation. Ja. Je größer oder je mehr Energie ich in den Bus hineinpumpen kann, umso schneller kann ich ihn aufladen. Mit einem 150 kW Lader, was maximal momentan zulässig ist, wegen der Anschlussart, die wir haben, Ja. ungefähr 2,5 Stunden von 0 auf 100% hoch. Wow. Mit einem normalen, handelsüblichen 22 kW Lader ungefähr 9 bis 10 Stunden. Sehr gut. Gibt es aber auch in 44, wie gesagt, maximal können wir bis 150 kW aktuell laden. So jetzt. Leute, ihr merkt das auch, wenn man jetzt Gas gibt, ja, der ist ruckzuck da als Warten. Also für die Stadt würde ich sagen, ist das sogar schon zu viel. Aber wenn man so Überlandbusse zum Beispiel mit diesem Elektroantrieb ausgerüstet, ist das eine sehr feine Sache. Also hauptsächlich ist das Fahrzeug gedacht für den normalen Stadtverkehr. Ja. Wir können es reduzieren vom Gaspedal, also dass nicht so viel ankommt wie jetzt hier. Also der ist jetzt offen. Also. Das kann man aber dementsprechend eingrenzen und einstellen. Es gibt auch Richtlinien vom ÖPNV, mit wie viel Maximalgeschwindigkeit gefahren werden darf. Es ist vom Konzept her ausgelegt auf einen Stadtbus und auf keinen Überlandbus, Ja. weil er von der Reichweite aktuell ca. 200 bis 240 Kilometer schafft. Je nachdem, wie viel Zuheizaggregate und Nebenkomponenten halt mitfahren oder beziehungsweise mit betrieben werden über die Batterie, was dann natürlich die Reichweite eingrenzt. Ja. Und wir arbeiten natürlich auch an Konzepten für Überlandbusse mit Range Extendern und so weiter. Das wird aber noch ein bisschen dauern, bis sie auf den Markt kommen.
jetzt sind wir ein bisschen schlauer, weil für die Stadt ist das echt zu viel gewesen. Aber es macht Spaß und ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, wenn das Zischen jetzt hier oben liegt, da hat er irgendwo einen Luftverlust oder so, ja. aber das hat jetzt mit der Tür zu tun. Hört mal hin. Also der Sound, der ist trotzdem da, das hat aber alles noch mit dem ZF-Betrieb sehr wahrscheinlich zu tun. Der ihr kennt das ja bei den normalen Motoren, ja, Betriebe. Das macht schon Spaß, dem mal, auch wenn es für kurze Zeit ist, mal ein bisschen so einen Geist zu geben, dass man immer noch das Gefühl hat, man fährt tatsächlich ein Dieselfahrzeug mit schönem Sound. Also das hat mich jetzt echt, ja, ich freue mich, dass er trotzdem noch einen Sound hat, weil ich habe jetzt gedacht, Elektro, man hört gar nichts mehr, aber es ist nicht so. Und wenn man jetzt steht, man denkt tatsächlich, hat er denn auch diese Start-Stopp-Automatik? Brauchen wir ja nicht. Weil er läuft gar nicht dann, ne? Wie bei diesem normalen Hybrid. Der hat ja noch der hat ja beides. Der hat ja Leute, der hat ja gar keinen Dieselmotor mehr drin. Ich erzähle euch das, im Vorfeld habe ich das schon erzählt, ich drehe jetzt ein bisschen vor, dann erzähle ich euch noch die Einzelheiten, kommen wir noch zu. Ja, ich werde jetzt erstmal fahren, weil der muss gleich noch an die Ladestation, der geht gleich noch woanders hin. Deswegen habe ich das vorgedreht. Ich erzähle euch aber dazu noch im Vorfeld etwas. Jawohl. Ja, also ich bin begeistert. Ich bin trotzdem auch bei 50, damit wir hier nicht wieder, damit nicht besorgte Bürger aus dem Fenster gucken, wow, das wird so schnell, der Öffige. Ne? Aber, nee, der gefällt mir. Und jeder Busfahrer, da bin ich mir sicher, der so ein Fahrzeug mal fahren darf und fahren kann und fahren wird vielleicht, wenn ihr euch mal sowas zulegt, der wird begeistert sein von diesem Bus. Natürlich gibt es bei jedem Fahrzeug Plus- und Minus-Sachen. Bis jetzt habe ich nur die Plus-Sachen. Minus haben wir nicht allzu viel, aber das entscheidet ihr, wenn ihr den Beitrag euch komplett mal anschaut. So, wir sind wieder zurück. Den hängen wir gleich wieder an der Ladestation. Mal schauen. So Leute, jetzt habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht. Wir fangen erstmal mit den Sicherheitsausrüstungen an. Hier ist zum Beispiel eine Sicherheit, wenn man Not ist, also Notschalter, sagen wir so. Der hat ganz viele Notschalter. Leute, ich zeige euch jetzt noch mal mit dem normalen kleinen portablen Ladegerät. Ja, Starkstrom hier aus unserer Werkstatt, wie ihr sehen könnt. Ja, natürlich, wenn ihr so ein Teil gekauft habt, habt ihr die große Ladestation bei euch. Aber mit das hier kann man auch laden. Kabel, der wird hier reingesteckt, hatte ich euch vorhin ja schon mal gezeigt. Hier ist auch noch mal eine LED, die zeigt, ist alles bereit. Und innen drin erstmal auf Zündung. Und da kann man dann sehen, jetzt hat er 55% Ladevorgang. Und wenn man die dann beendet, nimmt halt aus und dann ist sie voll. Den machen wir jetzt nochmal voll. Jeden kW ausnutzen, den man kriegen kann. Ja, deswegen, das wollte ich euch auch noch mal zeigen, wie der geladen wird. Die Kommunikation hier zu diesem Gerät, sage ich mal, abgeschlossen ist, dann kann man die Zündung ausmachen, also komplett aus. Und gucken, wann man wiederkommt. Zum Beispiel Start 10:42 Uhr, Ende 16:45 Uhr, dann hat er 100% erreicht. Wohlgemerkt, das ist jetzt nur noch die kleine Station, die wir hier haben. Es kommt immer darauf an, mit was für eine Station es geladen wird. Wenn natürlich richtig hoch Volt die große Station ist, dann ist das verkürzt. So Leute, jetzt weiß ich ein paar Details mehr darüber, über dieses, der ist von 2007 vom Baujahr und das ist tatsächlich ein Sondermodell hier mit diesen 3 Türen. Wie ich erfahren habe, hat er auch ganz viele Sicherheitsmerkmale, wo man die an- und ausmachen kann. Und es ist kein Dieselmotor mehr. Ja, wir sind ja davon ausgegangen, dass der ich bin davon ausgegangen, dass er noch einen Dieselmotor hat oder so, aber der ist gar kein Dieselmotor mehr drin. Der ist komplett raus. Das hier ist die Leitstelle, sage ich mal, die Schnittstelle.
die Schnittstelle, wo die ganze Strom hierher kommt. Ja, und ab hier wird er dann verteilt, wie ihr sehen könnt, unten an dem ZF Planetengetriebe. Hier oben ist noch etwas Grünes, da nicht dran gehen, wenn ihr mal so einen Bus mal haben solltet oder so. Das ist tatsächlich für die Feuerwehr und so ein Notausschalter. Wenn ihr den abgezogen habt, da ist auch richtig viel Volt drauf, sagte mir der Kollege. Und das sollte man dann natürlich nicht machen. Hier vorne hatte ich euch ja schon erzählt, das war alles klar. Ja, ansonsten die Batterien, die nehmen natürlich dann eben halt Platz weg, aber da da ja kein Motor drin ist, kein Dieselmotor mehr, ist das alles okay. Noch zu erwähnen, hier die Webasto-Heizung, die wird nur einzig mit Diesel angetrieben, aber jetzt haltet euch fest, nicht einen normalen Diesel, sondern mit Biodiesel, und der wird aufgefüllt ganz vorne, wo der normale Tank ist, also Biodiesel. Weil sonst wird das ja nichts bringen, wenn wir den Motor rausgebaut haben, um die Umwelt zu schonen, aber den hier auch noch mit Diesel betreiben. Deswegen, hier kommt Biodiesel rein. Oben die Luftkühlung hatte ich euch ja schon erzählt, der ist tatsächlich da eben halt, um die Batterien und sowas zu schonen. Ich zeige euch jetzt noch mal so einen Notschalter, hatte ich vorhin ja auch schon mal erzählt. Hier hinten befindet sich dann der andere Notschalter. Wenn hier beim Laden etwas sein sollte, einfach mal den draufdrücken, dann ist alles direkt aus. Und das ist hier für die Standheizung der Tank. So viel erstmal dazu. Ich hoffe, das war ein kurzes, bündige. Hier kann man noch mal sehen, ZF Sound könnt ihr nachher, wenn ich den fahre, euch mal anhören. Ich musste das schnell alles drehen, weil jetzt Leute von Hagen gekommen sind, um sich diesen Bus auch noch mal anzuschauen und einmal damit zu fahren. So Leute, das Video ist zu Ende. Ihr habt gesehen, wie der E-Trophy-Bus gerade weggefahren ist. Der ist jetzt in Richtung Hagen unterwegs, um sich selbst da mal vorzustellen. E-Trophy, das ist ja das Konzept bzw. der Markenname, der Hersteller und der Betreiber bzw. der das an den Kunden bringt. Peppermotion, so nennen die sich. Da war auch der Michael, heißt, ich habe den ganze Zeit immer mit Typ angesprochen, weil ich kannte den nicht wirklich, ein dufte Kerl. Michael, den habe ich dann kennengelernt, der hat mir viel erzählt von dem Vorhaben, was sie haben. Und das ist, Leute, richtig ein gutes Vorhaben. Wie ihr wisst, habe ich auch die ganzen Videos gedreht, wo unsere Schrottbusse, sag ich mal, die waren ja noch gut. Aber sie haben die Emotionenklassen nicht erfüllt, die haben die Dieselnorm nicht mehr erfüllt. Die waren noch manche teilweise mit Plakette gelb, rot noch unterwegs. Solche Busse, wenn die Karosserie, die ganzen Trägerteile, alles noch in Ordnung ist, Innenausstattung, das muss man dann abwägen, ne? Aber so 15, 16 Jahre Busse, die muss man nicht verschrotten oder die muss man nicht ins Ausland verschicken, weil sie hier in Deutschland die Normen nicht erfüllen, aber vielleicht irgendwo in Russland oder keine Ahnung, irgendwo in einem anderen Land, da nochmal 10 Jahre mit dem gleichen Motor. Diesel hat sich ja nicht geändert, nur in Deutschland ist er nicht mehr zugelassen. Ab 2030 sollen gar keine Dieselfahrzeuge, Dieselmotoren mehr auf den Markt kommen. Ja, aber nach 15, sagen wir mal 15 ist eine gute Zahl, nach 15 Jahren hat er uns erstmal hier gute Dienste geleistet, aber jetzt erfüllt er eben halt nicht mehr die Normen, wird abgeschoben in einem anderen Land, da fährt er dann auch nochmal 5 oder 6 Jahre, und wenn er da dann auch die Norm oder keine Ahnung, vielleicht noch zu alt ist für die Firmen, dann wird er auch noch verschifft irgendwo vielleicht nach Afrika oder so, wo die gar keine Normen kennen, noch nicht. Bald wird natürlich überall das Gleiche sein, aber der fährt dann da auch nochmal. Aber warum ist denn da ein anderes Sonnensystem, eine andere Erde? Nein, das ist ja alles gleich. Irgendwie verstehe ich die ganze Situation nicht. Und E-Trophy hat sich gedacht, anstatt diese Busse mit den Dieselmotoren direkt
wieder weiterzuschicken, damit sie woanders die Luft verpesten, haben die gesagt, wir reißen das erstmal komplett raus, den Dieselmotor. Der Dieselmotor wird entsorgt, ja, verschrottet. Nicht der ganze Bus wird verschrottet, sondern der Motor selber, der Diesel, der wird dann mit Getriebe, mit allem drum und darum, der wird dann verschrottet, aber der Bus, der ist noch da. Da ist jetzt eben halt dieses Konzept mit den Elektromotoren auf die Achsen, der Umbau, der geht ruckzuck. Was hat er mir gesagt? In 6 Wochen, wenn ihr das heute bestellt, zum Beispiel, im Vorfeld muss natürlich alles geplant werden, aber die Produktion selber, 6 Wochen ist das Ding fertig. Ne? Wenn ihr die ganzen Teile, Elektromotoren und die Achsen, die Motoren, das sind die gleichen wie die E-Busse hier von Citaro, ja, wird einfach die ganze komplette Achse raus, die neue Achse mit den Motoren rein und schon ist es fertig, die ganzen Komponenten. Die Akkus, die da drin verbaut sind, sind selbst entworfen worden und von bekannten Herstellern hergestellt worden, damit sie eben halt die Passform, die Höhe und Gewicht vor allem schön haben. Habt ihr ja gesehen, so Sixpacks auf der Seite, Sixpacks auf der Seite und ich war faszinierend. Wie gesagt, ich kann euch von diesem Thema noch viel erzählen. Ihr wisst auch, ich war eigentlich ein Gegner von E-Bussen. Aber jetzt, wo ich dieses Konzept hier von E-Trofit gesehen habe und gehört habe und auch selbst gefahren habe und das System oder beziehungsweise das Vorhaben, was dahinter steckt, ja, wenn wir doch alle gemeinsam auf dieser Erde sind, warum soll man hier die Dieselmotoren, wenn da hier schon die Norm nicht mehr erfüllt, in ein anderes Land oder in andere Länder verschicken, damit sie da die Luft weiter verpesten? Besser ist doch, Dieselmotoren komplett aus dem Markt, wenn es so sein soll, wie die Regierung das jetzt so haben möchte. Und dann haben wir nicht nur Europa, sondern die ganze Welt vielleicht eines Tages mit E-Fahrzeugen ausgestattet, so dass es tatsächlich nicht zu dieser Klimaerwärmung und was alles noch dazu gehört, kommt. Ich könnte wirklich noch viel erzählen, aber ich sehe schon, ich bin schon wieder 6 Stunden am Reden. Wenn ihr noch mehr über dieses Thema, über Konzept E-Trofit wissen möchtet und der euch das nahebringen kann, das ist www.peppermotion.com. Da könnt ihr Informationen bekommen. Das ist auch der Betreiber eben halt von diesem Konzept, der euch dieses Fahrzeug zur Verfügung stellt. Was haltet ihr davon? Einfach nur mal hier anmelden, euch Informationsmaterial besorgen. So, jetzt habe ich aber wirklich genug geredet. Ich wünsche euch noch schöne Feiertage. Es ist ja bald Weihnachten. Ich weiß nicht, wann ich dieses Video veröffentlichen werde. Ich habe ja noch jede Menge Videos auf Lager. Die habe ich schon vorgedreht. Das kommt peu à peu alles hier auf unserem Kanal. So, dann alles Gute. Bis dann. Euer Mehmet Oey. Ciao, Leute.